Es gibt eine Vielzahl von Verschmutzungen und in diesem Video zeigen wir euch mal eine Motorraumreinigung bei einem stark verschmutzten Motor. Zu dem Thema gibt es ja bereits ein Video von uns. Als Grundlage würde ich euch empfehlen, euch das mal anzugucken. Hier benutzen wir eine sehr ähnliche Methode, gehen aber noch ein bisschen Schritt weiter und müssen ein bisschen intensiver reinigen und zeigen euch auch mal, was ihr machen könnt, wenn der Standard nicht zum Ziel führt und wie ihr auch einen intensiven Verschmutzung in den Griff bekommt. Wir schauen uns mal an, wie der Motor aussieht. Ja, und dazu gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer boah. Da ist, glaube ich, noch nie was passiert. Das Auto steht für draußen, ist auf jeden Fall richtig schmutzig, gerade für ein nicht allzu altes Auto. So weit, so gut. Wir sprühen den ganzen Motorraum mit einem Intensivreiniger ein, hier in der Verdünnung 1:30, wie wir sie auch für den Lack verwenden. Links findest du wie immer unten in der Beschreibung. Achte beim Einsprühen darauf, von hinten nach vorne zu sprühen und dann erst vorne, damit du dich nicht selber nass machst. Beim Abspülen hingegen, was jetzt kommt, von vorne nach hinten, damit der Reiniger schon abgespült ist und dir nicht auf die Hände tropft. Achte bei den Abständen immer auf deine Lanze. Kleiner Trick, guck, wie nah du mit der Hand an den Strahl rangehen kannst. So nah kannst du auch definitiv an alle Materialien rangehen, ohne dass es kaputt geht. Hier bei einem sehr hochwertigen Hochdruckreiniger und einer hochwertigen Lanze kann man wirklich auf 10 oder teilweise 5 cm je nach Material rangehen. Pass natürlich auf Gummidichtungen auf und Elektronik. Bei Elektronik ist Abstand geboten, das heißt, arbeite dich wirklich konzentriert im Motorraum vor, guck vorher hin, wo du mit der Lanze hingehst, nimm lieber ein bisschen mehr Abstand und wenn du siehst, okay, hier ist kein gefährliches Bauteil in der Nähe, geh näher ran. Im Zweifel gilt generell lieber etwas mehr Abstand und lieber etwas öfter rüber, als einen Schaden zu verursachen. So, bei der normalen Motorwäsche wäre es das jetzt schon gewesen. In dem Fall kommt noch eine zweite Runde Reiniger, gleiche Verdünnung, gleiche Vorgehensweise und was dann kommt nach der Wirkzeit, zeige ich dir gleich. Zack, da kommt sie auch schon, die Bürste. Wir müssen manuell nacharbeiten, um wirklich den Dreck zu lösen. Für den Großteil nehme ich hier so eine ganz weiche Lackbürste. Wie gesagt, die ist so weich, damit könnte man sogar den Lack waschen. Kleiner Tipp, achte darauf, dass der Bereich um den Motorraum rum schon abgekerchert ist, dass wenn du da mit dem Pinsel oder mit dem Lack, wie hier an den Kotflügel kommst, dass kein Sand dort ist, der den Lack zerkratzt. So, du arbeitest dich im Endeffekt mit Pinseln und Bürsten, so weit wie du rankommst, über den gesamten Motorraum, überall wo du rankommst, ist, denke ich, nicht viel zu sagen, ist alles selbsterklärend. Ich habe hier einen Pinsel und eine Bürste. Für die schmaleren Bereiche nehme ich den Pinsel, für die Masse und die Breiten und die Fläche nehme ich die Bürste. Ihr seht auch schon, wie weich diese Bürste ist. Wie gesagt, die nehme ich normalerweise für Felgen. Kann man sogar für den Lack benutzen, gerade für so untere Bereiche ist das wirklich kein Problem. Und mein Pinsel ist ein Abbeizpinsel, gibt es soweit im Baumarkt, hat auch aufgesplitzte Borsten vorne und ist ultra weich. Vielleicht immer wieder zwischendurch. Der Arbeitsschutz darf nicht zu kurz kommen. Ich trage extra dicke, chemikalienfeste Nitrilhandschuhe, die sogenannten Tiger Grip Handschuhe und auf jeden Fall eine Schutzbrille. Das ist definitiv angebracht. Wenn es mal spritzt, soll es mir nicht ins Auge spritzen. Intensivreiniger muss ich da nicht haben. Für ganz schlimme Kantenbereiche, wo halt wirklich eingetrocknetes Fett ist, gehe ich nochmal punktuell mit dem Schmutzradierer ran. Der Reiniger ist hier schon sehr intensiv und was der nicht löst, da muss ich halt einfach mit ein bisschen Mechanik helfen. Alternativ würde es auch die Knete tun, kannst du beides machen. Hier, it's all about the details. Guck mal, wo du irgendwie vielleicht noch ein Wattestäbchen brauchst, woran du rankommst. Aber auch hier die Kirche im Dorf lassen. Ist es ein Auto, was gefahren wird, dann ist es ein dreckiger Motorraum, der auch wieder dreckig wird. Musst du hier immer mit dem Kunden absprechen, wie weit es gehen soll. Beim Abspülen wieder von vorne nach hinten genau das gleiche, Abstände beachten und dann sind wir auch schon fast fertig. Nötigenfalls kannst du diesen Schritt natürlich wiederholen, wenn du siehst, hier ist immer noch wirklich viel Dreck und der Intensivreiniger oder Reiniger allgemein trocknet dir schon an. Wiederhol diesen Schritt gerne nochmal, ansonsten sollte der Motorraum wie bei uns jetzt sauber sein. Kleiner Tipp von mir, wenn ich grundsätzlich fertig mit der Motorwäsche bin, starte ich für 1-2 Minuten mal den Motor. Das bringt den ganzen Kreislauf in Schwung sozusagen. Dadurch wird, falls irgendwo Wasser eingedrungen ist, das wieder rausgedrückt und ich höre schon, ob hier irgendwelche Probleme vorliegen. Wichtig, Motor darf nicht zu heiß werden für den nächsten Schritt, denn wir sprühen auf den noch feuchten Motor eine spezielle Kunststoffpflege auf. Die kann einfach so trocknen, wie sie ist, trocknet dann fleckenfrei ab und genau das schauen wir uns jetzt an. Der Motorraum ist wieder sauber, den kann man wieder anschauen, sieht ansehnlich aus. Ich habe jetzt noch mal eine Konservierung draufgesprüht. Konservierung im Sinne von einfach, dass alles ein bisschen gleichmäßig schwarz aussieht. Das kann man so stehen lassen, der Motor kann auch noch restfeucht sein. Die Konservierung verdrängt das Wasser, das ist gar kein Problem. Alles, was jetzt hier so ein bisschen übergespritzt ist auf die Kunststoffe, werde ich am Ende noch mal mit verteilen. Dann mache ich noch mal eine ordentliche Kunststoffpflege, wenn die getrocknet ist und ich sehe, wo es noch was braucht. Und dann ist der Motorraum wieder fresh und top. Nochmal der Hinweis, Achtung,
wenn ihr seht, da war ein Marder dran und generell immer den Kunden darauf hinweisen, sollte da irgendwo ein Kabel angeknabbert sein, eine Dichtung undicht sein, was nicht sichtbar ist, dann empfehle ich euch, eine Vereinbarung mit dem Kunden zu treffen, dass ihr dafür nicht haftet. Wenn ihr natürlich in Luftfilter reinhaltet, den flutet, in Sicherungskasten reinhaltet, den flutet, dann seid ihr selber schuld, aber man steckt in den Motor nicht drin. Hier oben war schon die Dämmung angefressen, das heißt, da war vielleicht mal Marder drin, der Kunde weiß Bescheid, sollte irgendwas sein, dann ist das halt so. Als Alternative kann man auch Trockeneis benutzen. Wenn man es hat, dann geht auch eine Motorraumreinigung gut oder halt Dampf, auch eine Variante. In diesem Sinne lassen wir das nochmal trocknen, zeigen euch dann Finish-Bilder. Viel Spaß beim Nachmachen. Haut rein!